Herzlich willkommen. In diesem Video behandeln wir das Thema Installation der GSDML-Datei im TIA-Portal. Eine GSDML-Datei ist eine vom Gerätehersteller bereitgestellte Beschreibung eines I/O-Gerätes. Dieses enthält Informationen über die Konfiguration, Parameter, Module, Diagnose und Alarme sowie die Geräteidentifikation. Um die GSDML-Datei einzubinden, wählen Sie unter dem Reiter Extras die Funktion Gerätebeschreibungsdatei verwalten aus. Anschließend den Quellenpfad. Die verschiedenen GSDML-Dateien befinden sich im Verzeichnis C, Thunder, Doc, GSD-Files, ED1F. Wählen Sie hier den kompletten Ordner aus. Dieser Ordner wird bei der Installation der Inbetriebnahmesoftware Thunder erzeugt. Ein Video zur Installation finden Sie auf unserem Kanal. Es wird empfohlen, dass nur die GSDML-Datei installiert wird, die zur Drive-Firmware passt. Alle Informationen dazu finden Sie unter C, Thunder, Doc, GSD-Files in den Release Notes. In unserem Beispiel verwende ich die Drive-Firmware 2.11.6. Wählen Sie nun die gewünschte GSDML-Datei aus und starten die Installation. Nachdem diese abgeschlossen ist, finden Sie unseren Drive unter Geräte und Netze im Hardware-Katalog. Per Drag and Drop kann der Drive nun eingebunden werden. In den nächsten Videos unserer Profinet-Serie werden wir uns mit den verschiedenen Antriebstelegrammen beschäftigen. Bis zum nächsten Mal.